Sehr gut, das funktioniert. Motorradfahren ist mehr als nur eine Fortbewegungsart. Es ist eine Leidenschaft, eine Lebensweise. Es ist die Freiheit, die wir auf zwei Rädern finden. Sie gibt uns das Gefühl, als ob die Welt, die wir durchfahren, uns gehört. Jeder Kilometer führt uns näher an unser wahres Ziel. Doch Motorradfahren ist auch eine Herausforderung, die uns antreibt, wenn wir unsere Grenzen überwinden und neue Horizonte erkunden. Dies ist eine Erzählung über das unvergessliche Erleben auf einer Motorradtour. Eine Erzählung über Schmerz und Freude, über Ängste und Überwindungen, über Kameradschaft und Kommunikation. Wir haben ein paar Tage frei, brechen auf in Richtung Steiermark. Es ist Erntezeit. Vor uns erstrecken sich saftig grüne Wiesen und Felder. Die atemberaubende Landschaft lädt ein, vollständig einzutauchen. Das Blubbern unserer Triumphs begleitet uns entlang der Wege. Ich hätte mir eigentlich gedacht, dass heute so super heiß sein wird, aber gar nicht, gell? Muss zwischendurch geregnet haben auch. So eigentlich eher angenehm. Ready? Verlier die Wurstsemmel nicht. Die mitgebrachten Wurstsemmeln erweisen sich als unschätzbar. Wir erreichen den Stausee erst spät und stellen fest, dass kein Gasthaus mehr geöffnet hat. Unser Proviant ist unsere Rettung. Park mal davor. Park einfach da. Wir bauen unsere Zelte auf und genießen die abendliche Idylle am See. Wurstsemmel und Landtiger, weil wir hier nichts anderes mehr bekommen haben. Ein Bier haben wir gekriegt. Prost. Ich bin mal gespannt, wie die Nacht wird. Es hat jetzt 10 Grad, ist doch etwas kälter als gedacht. Und ich habe natürlich nur Sachen für wirklich warmes Wetter mitgenommen. Ja, gute Nacht, bis morgen. Ja, super Becher. Ja, das war's fürs erste Mal. Es war bitter kalt. Es hat, glaube ich, nur 7 Grad gehabt heute Nacht. Habe ich mich ganz fest in meinen Schlafsack reinkuscheln müssen. Und jetzt kommen schon die ersten Sonnenstrahlen raus. Wo sind Sonnenstrahlen? Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee
und das kalte Wasser im Gesicht vertreiben die letzten Spuren von Müdigkeit. Das musst du ja wieder vergessen. Ready? Die ersten engen Kurven am Morgen kicken richtig rein. Kühle Luft umgibt uns, während wir uns auf taufrischen, leicht rutschigen Wegen zurechtfinden. Jede Biegung schärft unsere Sinne und weckt Vorfreude auf das, was uns noch erwartet. Wir gleiten über verschlungene Pfade abseits der üblichen Routen, weit weg von Hektik und Alltag. Die Einsamkeit und Ruhe der Landschaft genießend, erkennen wir den Nachteil. Hier finden wir keine Cafés für unser Frühstück. Nachdem wir schon wieder keine Kaffeehäuser gefunden haben, haben wir uns wieder mal da ein Frühstück. Frühstück am Wegesrand passt ohnehin besser zur Atmosphäre einer Motorradtour. Anhalten, an einem abgelegenen Ort niederlassen, Unabhängigkeit und Entdeckung. Ja, eigentlich wollten wir da jetzt gerade stehen bleiben und frühstücken. Das ist ja ein bisschen pervers voller Fliegen hier. Aber nur bei mir. Ja. Bis weit du stinkst. Ja. Scheiße. Ja, die haben irgendwie dein Motorrad entdeckt. Ich glaube, da fahren wir besser weiter, oder? Ich glaube auch. Und hoffen wir, dass wir da... Okay, gut. Ja, natürlich das Richtige für die Enfield. Nehmen wir heute mal nicht. Fahren wir weiter. Schauen wir mal, ob da weniger Fliegen sind. Ja.
Dann probieren wir mal den Rastplatz aus. Da hat ein bisschen Herdtröpfel zwischendurch, die ist mir vorkommen, gell? Das kann sein. Nein, es ist schön. Ja, ich finde, das ist einfach nicht zu heiß und passt. Meinst du, dass die Wurstsemmeltour 2023, ziehen wir das durch bis zum Schluss? Auf unseren Touren ist eine Herausforderung. Trotz des modernen Kommunikationssystems entscheiden wir uns bewusst dafür, auf traditionelle Weise zu kommunizieren. Zwischen Helm und Gehörschutz ist es zwar schwierig, aber so bleiben wir ganz bei uns, den Triumphs, unseren Gedanken und der unmittelbaren Umgebung. Das war die Schotterstraße, ist halb so wild, gell? Halb so wild, oder? Ja. Völlig entspannt eigentlich. Ganz entspannt. Ja. Und dann passiert's. Karte. Zahl mal für uns beide. Ja, danke. Danke. Hast du das mitgekriegt? Was? Ich hatte unterm Fahren was ins Bein gestochen. Echt? Ja. Schön da jetzt. Und freut sich schon Kilian? Vor uns liegt die erste hochalpine Straße. Die bezaubernde Landschaft zieht unsere Blicke auf sich. Majestätische Berge, malerische Zirbenwälder, von Schneeresten gesäumte Straßen. Eine stumme Erinnerung an den letzten Winter. Zwischen imposanten Gipfeln und grünen Bergweiden breitet sich eine unwiderstehliche Schönheit aus. Für diejenigen unter euch, die das nicht verstanden haben, hier die Übersetzung. Sollen wir anhalten und die Landschaft genießen? Nein, weiterfahren. Oh yeah, Kurven.
LKW wollte ich abwarten. Nice. Wenn du willst, können wir wandern gehen. Was willst du denn zum Trinken? Hallo. Hallo? Ich bin gern was zum Trinken. Ah, sehr gut. Ich nehme auf jeden Fall einen Espresso bitte oder einen schwarzen Kaffee, was Einen großen, einen kleinen Espresso. kleinen, ja. Und so einen Holunder Ja. gespritzt bitte. Spritzt. Ja. Ja, sowas nehme ich auch bitte. Ja. Seid ihr ganz süß oder halb oder Normal. ganz süß? Muss nicht super süß sein. Danke. 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 Vielen Dank. Ja, das wird schon irgendeine Allergie sein. Höchster Punkt auf der Nockalmstraße. Die Eisentalhöhe. Wussten wir doch alle, oder? Nein, wir wussten das natürlich überhaupt nicht. Ja, wie das am Berg so ist, muss man natürlich auch wandern. Zum Klo. Das ist nämlich ungefähr 200 Meter weiter. Nein, nicht bei der Hütte, sondern 200 Meter weiter. Fahren wir mal durch runter, oder? Bereit, Kilian? Lassen die Gipfel der Nockberge hinter uns, fahren talwärts, tauchen ein in saftig grüne Wälder, die letzten Serpentinen vor der Talstation. Tja, das war's schon wieder. Aber schon schön. Ja. Das ist ja Wahnsinn mit dem Kilian, der braucht immer so viel Benzin. Dauert nur tanken, tanken, tanken. Nachdem wir diesmal wieder komplett ohne Plan unterwegs sind, uns doch schon irgendwie relativ spät am Nachmittag ist, haben wir beschlossen, wir fahren jetzt noch die Villacher Alpenstraße. Da war ich noch nie, ich bin schon gespannt, was uns da erwartet.
ja, mal schauen. Scheint jetzt nicht die wahnsinnig kurvenreichste Straße der Welt zu sein. Geht's weiter? Jo. Vielleicht haben wir die Alpenstraße etwas spät gewählt. Wir sind hungrig, unsere Energiereserven erschöpft. Trotz knurrendem Magen spüren wir, dass der Weg etwas Besonderes ist. Es mag herausfordernd sein, aber jeder Kilometer ist lohnenswert. Ich brauche mal eine Pause. Ja, ich auch. Ich hätte gehofft, da kommt irgendwie ein Gasthaus oder so, aber Letzten Blick sauge ich die spektakuläre Aussicht in mich auf, bevor wir unsere Fahrt Richtung Campingplatz fortsetzen. Hallo, hallo. ich sehe einen Triumph. Wir waren mehrere da vor kurzem. Bitte? Royal. Ja, letzte Woche, ich weiß. Ja, da waren mehrere da. Die kommen jedes Jahr. Ja, ich bin ja normalerweise auch dabei. Ja, aber du warst nicht da. Na, Das ist, warum kommst du da jetzt vor erst? 2 Jahren war ich. Die Bonnerie, die hatte ich mal. Ja. Ja, die hatte ich mal. Hey, Triumph. Jetzt habe ich eine BMW. Haben wir in dem Alter dann auch. Aber ich kann dir sagen, warum. Ich war dieses Jahr 80, ne? Ja. Und da brauche ich jetzt BMW mit Seitenwagen. Mit Seitenwagen. Das ist gut so, ne? Schön, schön, ja. Auch ein Hund dran. So, melden wir uns einmal an, oder? Bleibt der hier? Ja. Und wo? Na, ich hoffe da, aber es schaut nach genug Platz aus. Ja. Na, generell, wenn es dann kalt wird und. Ja, aber im Sommerregen ist auch scheiße, weil du nass wirst. Ja. Ach, das ist ja Österreich, ne? Ja, aus Wien. Ja klar, Wien. Da Ja. war ich noch überhaupt noch nicht. Aber Wien ist mal so flach, da komme ich nicht hin. Ja, das ist. Das hat immer daher gefahren. Das ist mir hier lieber.